In diesem Video zeige ich euch die Bauteile des Plutoniumreaktors. Die Jetturbine, den Reaktordeckelverschluss und das innere Teil hat Gary Weaver als Kunststoff-Resin-Abdruck für mich angefertigt. Leider ist mir ein schweres Elektrogerät auf den dünnen Rand gefallen und ich war erstmal sehr betrübt, da dieses ein einzigartiges Teil ist, was schwer zu ersetzen ist. Ich habe den Schaden dann aber doch gut reparieren können und so ist der Rand auch stabiler. Es folgte dann das Lackieren der einzelnen Teile. Den Turbinenring erst silbern lackiert und dann mit transparentem Schwarz und Braun das Ganze abgedunkelt. Hier das Crossover-Tube. Der Hersteller ist Weatherhead und die Nummern seht ihr hier. Das Rohr musste zersägt werden, damit die Anschlüsse richtig herumliegen. Als nächstes baute ich die schwarzen Oil Separator Tanks an das hintere Alustück an. Dann noch die 3 Halter für den 50 mm Aluflexschlauch und den Loop Stahlflexschlauch mit 30 mm Durchmesser an jeden Tank angeschraubt. Dieses ist eine Dodge Polara Radkappe. Ich glaube, die war von einem Baujahr 1967. Der Innenteil wird entfernt. Die Kappe hat einen Durchmesser von 15 Zoll und wird in matt schwarz lackiert. Für die beiden äußeren Schläuche habe ich diese Messinghülsen gekürzt und dann in der Dicke angepasst. Der Schlauch selber ist aus PVC und 9 x 1,5 mm, also 12 mm Außendurchmesser. Dazu kam die Kabelschutzummantelung in schwarz, die einfach drüber geschoben wird. Da der Schlauch am AK so hellbraun aussieht, habe ich die Ummantelung per Airbrush auch braun gesprüht. Für die Eckstücke der vorderen Schläuche habe ich folgendes verwendet: blau eloxierte AN4 Endstücke und 1/8 Zoll Elbows in Messing, die ich silbern gesprüht habe. Beide habe ich von AliExpress bestellt. Am Reaktor-Kernring werden 15 Kühlkörper angeschraubt. Die habe ich von Yameco aus USA. Befestigt habe ich die mit Linsenkopfschrauben M5 Innenimbus. Der Kernring wurde ebenfalls in matt schwarz lackiert. Für die Befestigung des Turbinenrings mit dem Innenteil habe ich M5 Schrauben mit Hexkopf verwendet. Hinten liegt der Plutoniumstab, welcher durch das Loch in den Reaktor gelangt. Hier der fast fertige Reaktor. Da der Abstand zwischen Oil Separator Tanks länger ist als das Rohr, musste ich es verlängern und mit schwarzem Band umwickeln. Das ist im Original auch so gemacht worden. Bei diesem Video hatte ich das fertig umwickelte Crossover Tube vergessen. Das kommt gleich noch dazu. Hier die Winkel mit den Messinghülsen. Auf die hinteren Anschlüsse werden die beiden schwarzen Cut-Schläuche gesteckt. Das Crossover-Tube wird noch mit 2 hohen Schellen befestigt. Ich habe bisher nur eine und suche noch eine passende zweite, deshalb ist sie auch noch nicht im Video. Also dann, bis zum nächsten Video, euer Plutoniumsammler Jens.